Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Folge und ich stelle mir eine Frage. Ist das CUF Prestige der beste Controller für deine Xbox, für deine PlayStation 4, für die Stadia, für deinen PC, für deinen Mac, für dein Smartphone? Denn das ist der neueste aus dem Hause CUF, ausgelegt für die Xbox und Windows, wireless und kabelgebundener professioneller Controller. Das CUF Prestige lässt sich ganz einfach erklären. Der ist wie der Elite Controller, nur halt mit der CUF-Technologie. Im Lieferumfang einmal der Controller. Ansonsten, ganz wichtiger Beutel, der Electromagnetic Remapping Chip. Und hier damit könnt ihr die Trigger einstellen. Zeige ich euch gleich. Dann ist im Lieferumfang ein hoher Stick und auch von der Länge her ein kurzer Standardstick. Haben wir hier nochmal 2 normale im Xbox-Design. Und dann zum Aufladen, ihr habt es richtig gehört, zum Aufladen Micro-USB-Kabel ummantelt. Ansonsten haben wir hier das Xbox-Layout, also eine magnetische Platte, die ihr einfach lösen könnt, um hier so dann einfach die Sticks, die auch mitgeliefert sind oder die ihr nachkaufen könnt, jederzeit einfach auszutauschen. Er ist für die Gamer ausgelegt, die halt einfach das Xbox-Layout bevorzugen, egal ob das der Standard-Controller ist, egal ob das der Elite-Controller ist. Das CUF Prestige ist ein Standard-Xbox-Controller, wie wir diesen kennen, einen Xbox One S-Controller, um genau zu sein. Ihr könnt ganz normal euer Headset hier anstöpseln über Klinke. Das Layout ist identisch, die Knöpfe sind 1:1 die gleichen. Oben auch die LB, die BB, die LT und die RT-Taste. Batterien. Akku. Ihr habt hier einen Akku verbaut, der bis zu 30 Stunden halten soll. Er hat auch Bluetooth, bedeutet dieselbe Technik wie der One S, nicht wie der momentane Elite Controller, hat einfach die Vorteile, dass du diesen überall anstecken kannst, zum Beispiel iPhone oder Android-Geräte, MacBook, Stadia oder auch an der PlayStation 4. Hier empfehle ich aber natürlich zum Beispiel die XM Apex, verlinke ich euch nochmal sowohl das Video als auch das Gerät, wo ihr, und jetzt kommt's, kabellos den Controller benutzen könnt. Ist so mit dem Elite Controller leider nicht möglich, ging nur mit Kabel. Beim zweiten wird es anders sein, aber die das CUF-Layout lieben, haben hier auch die Möglichkeit, diesen an der PlayStation 4 zu benutzen. Er hat natürlich keine Profile wie jetzt zum Beispiel der Elite Controller oder eine Software, die du an der Xbox oder halt dann einfach am PC nochmal anpassen kannst. Das hat er nicht. Das ist ein Standard-Controller, aber hat mechanische Funktionen, die einstellbar sind. Denn er hat hinten die 4 Pedals. Diese sind nicht nur abnehmbar, sondern sind auch in der passenden Form. Der Magnet, den ihr einfach drauflegen könnt, ist dann die Remapping-Funktion, die mechanische Remapping-Funktion. Damit könnt ihr dann die Pedals remappen, heißt ihr könnt X, Kreis, Dreieck, Steuerkreuz, sonst irgendwie jedes Mal anpassen, indem er dann einfach drauf liegt, gedrückt wird und hier eingestellt wird. Die Trigger hinten werden hier mechanisch eingestellt, das heißt einmal hier der Weg verkürzt oder dann hier nochmal nachjustiert mit dem Schlüssel. Zudem sorgt der Grip für Haftbarkeit und für Stabilität in den Händen. Ihr könnt diesen konfigurieren, einfach bei CUF so anpassen, wie du ihn möchtest. Ein schlichtes Design mit den Tasten und so weiter. Und natürlich kannst du auch hier die Motoren für die Vibration rausnehmen. Ist dann wesentlich leichter als zum Beispiel der Elite Controller. Gut, der Elite Controller hat auch nochmal hochwertige Materialien hier verbaut, aber der Unterschied ist extrem. Definitiv ein sehr, sehr Leichtgewicht, wenn die Motoren weggebaut sind. Meiner Meinung nach ist der Elite Controller für 4 Finger komplett ausgelegt. Das heißt, du zockst und kannst mit 4 Fingern komplett alles bedienen. Der CUF Prestige hingegen, vielleicht liegt es an meinen Händen, ich habe kleinere Hände, nicht so lange Finger wie andere, aber ich bin der Meinung, diese ist für 2 Finger ausgelegt. Das heißt, ihr könnt ganz normal hier klicken und dann hier einfach wechseln. Ich kann jetzt so nicht spielen, sondern ich muss wirklich hier mit dem Mittelfinger, ihr kennt ja meine Mittelfinger schon, einfach hier perfekt positionieren und zocken und einfach dann hier kurz den Sprung machen. Wie gesagt, beim Elite Controller ist es ein bisschen anders. Da liegen meine Mittelfinger oben und die Ringfinger unten und dann wird gezockt.
Der Controller spricht auf jeden Fall die an, die einfach einen Xbox-Controller mit 4 Pedals haben möchten oder halt einfach das Xbox-Layout mehr feiern, damit besser klarkommen oder halt allgemein die SCUF-Technik, die SCUF-Mechanik lieben, favorisieren oder halt mit dieser am besten spielen können. Momentan wirklich einer der besten Möglichkeiten, eine sehr geile Alternative zum Elite-Controller. Ich bin gespannt, ob der Elite-Controller 2 da überhaupt mithalten kann. Ähnliche Funktionen wird er vorweisen. Wir schauen uns diesen an, deswegen werde jetzt Patient, lass ein Abo da und wir gucken uns das gemeinsam an. Schreib mir aber deine Meinung. Denkst du, der Elite-Controller wird hier mithalten oder welchen Controller bevorzugst du? Sagst du, ey nein, lass mich in Ruhe mit dem Xbox-Design. Ich bin froh, wenn ich mit dem PlayStation 4-Controller an der Xbox spielen kann. In diesem Sinne, wir sehen uns zur nächsten Folge. Euer Doc. Und für die Patienten, die wieder komplett das Video angeschaut haben, bis zum Schluss dran geblieben sind, es gibt jetzt einen Gutschein, den kannst du bei GameX einlösen. Der Link in der Beschreibung. Bei GameX kannst du verschiedene Artikel kaufen, Zubehörartikel, sowohl für die PlayStation, für die Nintendo, als auch für die Xbox. Er ist Partner, deswegen hier die Einblendung. Dennoch bin ich begeistert, denn die haben geile Sachen. Auch in der Beschreibung ein 20% Gutschein. Du kannst hier eine Stickverlängerung. Lohnt sich jetzt hier beim SCUF nicht. Eher dann bei einem Standard-Controller. Bedeutet hier diese Erhöhung, die du hier hast, hast du dann auch dementsprechend dann hier. Kannst du bei einem Standard-Controller halt schlecht nachrüsten, deswegen gibt es so Zubehör. Oder dann hier das Pro-Pack, wo einfach alles, was GameX bietet, im Großen und Ganzen mit inbegriffen ist, Curpix, Snipix oder halt Thumpix. Oder Curpix mit verschiedenen Stärken bis hin zum Grip, denn auch ein Standard-Controller hat hier keinen Grip, wie es zum Beispiel beim SCUF Prestige ist. Also wenn du eine Art normalen Controller haben möchtest, ein bisschen pimpen möchtest, ist das deine Möglichkeit. Jetzt entweder den Gutschein einlösen oder den Rabattcode benutzen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.